Hallo meine Freunde, hola Madridistas, noch einmal Daumen drücken heute Abend, denn heute Abend geht die Länderspielpause Gott sei Dank endlich zu Ende. Unsere Jungs kommen dann wieder nach Madrid und können sich bis März auf den Vereinsfußball konzentrieren. Und versteht mich nicht falsch, ich bin ein großer Fan von Länderspielen, von Nationalmannschaften. Für mich ist die WM das Größte, was es gibt in der Welt des Fußballs. Deshalb drücke ich unseren Jungs ja so die Daumen, dass sich alle qualifizieren. Aber diejenigen, die meinen Kanal kennen, wissen, was ich jetzt sagen werde. Ich bin kein Fan davon, dass die Spieler gefühlt einmal im Monat aus ihren Mannschaften herausgerissen werden, quer durch die Welt fliegen müssen, um unter anderen Zeitzonen auf anderen Plätzen, andere Trainingsmethoden, andere Ernährungspläne etc., um da Fußball zu spielen. Verletzungen sind da einfach vorprogrammiert. Ja, und unsere Spieler haben sowieso schon mehr als genügend Belastung mit fast 60 bis 70 Spielen pro Saison. Ja, ich bin halt dafür, ihr wisst es, schnappt euch die Spieler Anfang oder Ende der Saison, lasst die 1,5 Monate alle wichtigen Spiele zusammen absolvieren. Ich glaube, jeder Nationalmannschaftstrainer würde sich darüber freuen, dass er vernünftig mit den Jungs arbeiten kann, und ich glaube, die Spieler wären darüber auch glücklich. Naja, meine Meinung, eure Gedanken dazu könnt ihr gerne in den Kommentaren lassen. Vielleicht gibt es ja welche, die sich freuen, alle 4 Wochen Nationalmannschaften zu sehen. Ich sehe es anders. Naja, wie dem auch sei, wir kümmern uns hier auf dem Kanal natürlich über Real Madrid. Wir schauen uns an, wie lief es gestern für unsere Nationalspieler, wie sieht es heute aus. Heute könnte es spannend werden für einige Madridistas, aber es gibt auch gute Nachrichten, denn einige Madridistas werden sich heute für die WM qualifizieren. Andere müssen vielleicht in die Quali. Was da los ist, schauen wir uns an. Dann gehen wir nach Madrid, nach Valdebebas. Gestern hat der Trainingsbetrieb wieder gestartet. Was da los ist, schauen wir uns an. Und Aurélien Tchouaméni hat die Länderspielpause ausgenutzt, um ein Interview zu geben, und hat sehr interessante Fakten darüber gedroppt, wie es sich anfühlt, wenn das Bernabeu dich ausbuht, wie du da reagieren kannst. Also das fand ich sehr interessant. Und es gibt auch eine neue Information zu einer Klausel, die Real Madrid bei Endrick machen wird. Die fand ich sehr clever von Madrid. Und zu guter Letzt schauen wir uns auch an, hat sich dieses ganze NFL-Ding für Real Madrid auch gelohnt? Also, wie ihr hört, vollgepacktes Video. Viel Spaß dabei. Na also, es geht doch. Das haben mit Sicherheit sich Hunderttausende Deutsche gestern Abend gedacht. Die Deutschen standen unter Druck. Deutschland musste gegen Slowakei entweder gewinnen oder unentschieden spielen. Aber die Deutschen haben dieses Spiel von A bis Z dominiert, haben die Slowakei aus dem Stadion geschossen. 6:0. Und das bedeutet, Antonio Rüdiger und Deutschland qualifizieren sich für die WM nächstes Jahr. Und ich bin der Meinung, Deutschland, das gleiche, was ich über Italien, Brasilien, Spanien sagen möchte, Deutschland ist ein Land, was einfach zu einer WM gehört. Ich gratuliere jedem Deutschen. Ja, das war das interessanteste Spiel. Die anderen könnt ihr euch anschauen. Holland hat sich auch qualifiziert. Holland gehört auch zu einer WM, also spielen auch seit Jahren, haben so eine große Fußballtradition. Hat mich für die Holländer auch gefreut. Ja, wie dem auch sei, das war gestern. Wir schauen nach heute. Das sind die Spiele von heute. Einige Madrid-Spieler sind aktiv, sogar gegeneinander. Heute spielt nämlich Spanien gegen die Türkei. Arda Güler eigentlich gegen Dienhausen, aber der ist verletzungsbedingt inzwischen in Madrid. Arda Güler spielt in Sevilla mit der Türkei gegen Spanien und müsste, um sich zur WM zu qualifizieren, 7:0 in Sevilla gegen Spanien gewinnen. Sehe ich ehrlich gesagt nicht. Aber meine Frage, wollt ihr, dass ich ein Watch-Along mache? Wenn ja, lasst das bitte in den Kommentaren. Wenn in den Kommentaren genügend Leute da sind, die sagen, ja, mach ein Watch-Along, dann werde ich das machen. Ansonsten schaue ich es ganz entspannt von zu Hause. Ja, für wen es heute aber auch spannend wird, ist für David Alaba. Denn Österreich muss am letzten Spieltag zu Hause gegen Bosnien-Herzegowina nicht verlieren.
Also die gleichen Voraussetzungen wie gestern die Deutschen. Mal schauen, ob die Österreicher auch das gleiche Ergebnis liefern und auch Bosnien-Herzegowina mit 6:0 aus dem Stadion schießen. Das bezweifle ich. Allerdings, David Alaba könnte heute wieder von Anfang an spielen. Ich drücke dem Österreicher die Daumen. Ich hoffe natürlich, wie bei jedem Madrid-Spieler, dass er sich für die WM qualifiziert. Und das Gleiche gilt auch für Thibaut Courtois und Belgien. Auch die müssen heute gewinnen, um sicher dabei zu sein. Aber ich habe es vorgestern, glaube ich, schon gesagt, die spielen heute gegen Liechtenstein. Und da, tut mir leid, da habe ich auch kein schlechtes Gewissen. Wenn man gegen Liechtenstein nicht gewinnt, hat man auch bei einer WM nichts zu suchen. Aber ich glaube, Belgien wird das Ding heute locker nach Hause holen. Ja, und auch nicht zu vergessen, heute Abend spielen noch einige weitere Real Madrid-Akteure. Brahim spielt mit Marokko, heute gegen Uganda, das Ganze um 20 Uhr. Und unsere 3 Brasilianer, Vini, Rodrigo und Militao, spielen um 20:45 Uhr in Brasilien gegen Tunesien. Also könnt ihr euch vorstellen, wann die aus Brasilien wieder ankommen. Hoffentlich sind die gut vorbereitet für das Spiel gegen Elche. Mal schauen, wie Xabi Alonso da reagiert. Ja, das sind die Spiele von heute. Wenn ihr vorher noch Zeit habt, um 18 Uhr spielt die spanische U21-Nationalmannschaft gegen die U21-Nationalmannschaft von Rumänien. Wie gesagt, Gonzalo Garcia von Real Madrid spielt da vorne im Sturm, aber auch Chema etc. Einige Spieler von Real Madrid aus unserer Zukunft hoffentlich spielen da auch. Also für die Fußballliebhaber, für die Madrid-Liebhaber, schaut da heute mal rein. Ja, das ist das, was es zu den Nationalmannschaften zu sagen gibt. Kommen wir jetzt wieder zu dem Vereinsfußball. Ich blende euch jetzt die Trainingseinheit von gestern an. Unsere Jungs hatten 4 Tage trainingsfrei. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Montage ging es wieder los. Ihr seht, was die gestern auf dem Platz gemacht haben. Und man sieht, einige Spieler sind schon wieder im Rhythmus, bereiten sich auf das Spiel am Sonntag um 21 Uhr in Elche vor. Und auch dieses Spiel wird kein Selbstläufer. Ich habe das Spiel von Elche in Barcelona gesehen und Barcelona hat mit Hängen und Würgen gewonnen und zwar einem Pfosten- und Lattentreffer von Elche. Also wie gesagt, auch das wird ein schweres Spiel. Ja, und wer sich insbesondere in seiner Freizeit vorbereitet hat, während die anderen Nicht-Nationalspieler wahrscheinlich zu Hause Larry gemacht haben, ist Trent Alexander-Arnold. Ich blende euch seine Trainingseinheit an. Der englische Nationalspieler, seien wir ehrlich, ist noch nicht richtig bei Real Madrid angekommen. Und er ist ja nicht als irgendein Spieler Nummer 17, 18, 19 im Kader gekommen. Er ist als quasi der Star-Einkauf in dieser Saison nach Real Madrid gekommen, als der beste rechte Verteidiger der Welt, als ein Spieler, der von seiner Position, der Position des rechten Verteidigers, das Spiel mit dominieren kann. Seine präzisen Flanken, Seitenwechsel, die Pässe, seine Freistöße, Standardsituation allgemein. Trent Alexander-Arnold ist gekommen, um bei Real Madrid eine wichtige Hauptrolle zu spielen. Das hat er bis jetzt noch überhaupt nicht erreicht. Das sieht er auch selber und ich finde es gut, dass er sich nicht auf die faule Haut legt und denkt, ich bin jetzt bei Madrid, ich habe alles erreicht. Nein, dass er sich diese privaten Trainingssessions nimmt, um nochmal Vollgas zu geben. Ich drücke natürlich dem Engländer die Daumen, dass er all seine Ziele bei Real Madrid erreicht. Ich glaube, das wären unter anderem ein paar mehr Champions League für uns. Ja, wie dem auch sei, kommen wir von einem Nationalspieler, der nicht nominiert ist, zu einem anderen. Aurélien Tchouaméni. Er ist natürlich nicht nominiert, weil er verletzt ist. Ob er es gegen Elche schafft oder nicht, steht noch in den Sternen, werden wir sehen. Aber er hat gestern seine Zeit ausgenutzt und der L'Équipe ein Interview gegeben. Da hat er sich auch geäußert über die Buhrufe im Bernabeu. Also, ich fand es sehr interessant. Lesen wir uns das zusammen einmal durch. Wenn dich das Bernabeu ausbuht, gehst du entweder unter oder ich habe ein großartiges Spiel gemacht. Tchouaméni gab der Zeitung L'Équipe ein Interview, in dem er seine Beziehung zum Trainer von Real Madrid und anderen brisanten Themen der aktuellen Ereignisse schildert. Aurélien Tchouaméni gab der Zeitung L'Équipe ein Interview, in dem er verschiedene aktuelle Themen ansprach, darunter seine Bedeutung für die französische Nationalmannschaft und seine aktuelle Form bei Real Madrid. Der Mittelfeldspieler erinnerte sich an die Buhrufe im Bernabeu in der vergangenen Saison, an sein Verhältnis zu Xabi Alonso und sagte, wir haben uns vom ersten Tag an verstanden und an seine verbesserte Position auf dem Spielfeld.
Seine Beziehung zu Xabi Alonso. Vom ersten Tag an hatten wir Videokonferenzen, er und ich. Er zeigte mir Spielszenen aus der Saison zum Thema Positionierung, was ich verbessern kann, worauf ich mich verlassen kann. Positionierung mit und ohne Ball. Seit Saisonbeginn habe ich das Gefühl, dass ich mich in einigen Bereichen weiterentwickelt habe. Ja, und das zeigt einfach auch, was für ein Trainer Xabi Alonso ist. Vom ersten Tag gab es da Videoanalysen mit Tchouaméni, der selber offen ist zu lernen und der auch selber zugibt, ich habe mich verbessert. Ich sage immer wieder, Erfolg ist kein Zufall. Wenn du einen Trainer hast, der mit dir solche präzisen Punkte bearbeitet, der dir zeigt, hör mal, hier stehst du besser da, damit du besser anspielbar ist. Hör mal, wenn du hier stehst, kannst du die Situation besser einsehen, kannst du besser das Spiel verteidigen, kannst du besser verteidigen. So etwas ist unbezahlbar. Und das ist, warum Real Madrid einen Xabi Alonso geholt hat. Einen Taktiktrainer, der jeden einzelnen Spieler verbessert. Und ich sage immer wieder, seit Saisonbeginn ist Aurelien Tchouaméni neben Arda Güler wahrscheinlich die zwei Spieler, die den größten Sprung gemacht haben. Und wie ihr seht, das ist kein Zufall. Allerdings, und das ist jetzt ein kleiner Wink an andere Spieler, muss man auch offen sein für diese Veränderung und das akzeptieren. Aurelien Tchouaméni macht das. Und ist meiner Meinung nach inzwischen einer der besten, wenn nicht sogar der beste Sechser der Welt. Ja, lesen wir mal weiter. Die Buhrufe im Bernabeu letztes Jahr. Zunächst einmal muss man sich daran erinnern, dass ich im Clasico, einer 2:5 Niederlage im Supercup-Finale, Innenverteidiger gespielt habe. Nicht auf meiner gewohnten Position. Ich verließ das Spiel mit dem Wissen, dass ich nicht gut gespielt hatte. Schnell hatte ich das Gefühl, als einer der Schuldigen auserkoren zu werden. Nun ja, am Tag vor dem Celta-Spiel sagte ich mir, morgen im Bernabeu, mal sehen, wie sie mich empfangen. Beim Aufwärmen passierte nichts, das Spiel begann und ich spielte im Mittelfeld. Ich war ziemlich selbstsicher, weil es meine Position ist. Wir stießen an, ich bekam den Ball und da fingen die Buhrufe an. Man kann es im Fernsehen nicht sehen, aber ich dachte nur, gelten die mir. Die Übersetzung war nicht gut. Dann fingen sie auch an, Lucas Vázquez auszubuhen. Ich dachte mir, okay, jetzt sind nur noch Lucas und ich übrig. Ich bekam 3 oder 4 Pässe und jedes Mal buhten sie mich aus. Es gab 2 Möglichkeiten. Entweder man gibt auf oder man spielt sein Spiel und nach mit ein paar guten Aktionen verstummten die Buhrufe. An dem Tag hatte ich ein fantastisches Spiel. Zuerst eine gute Aktion und dann 2 und am Ende nichts mehr. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, bin ich mir sicher, dass es ein Schlüsselmoment in meiner Karriere war, der mir einen großen Sprung nach vorne ermöglichte. Ja, Aurelien Tchouaméni macht es vor, wie man mit Kritik umgeht. Entweder man bricht zusammen, dann ist man kein Spieler für Real Madrid, denn Real Madrid verlangt immer, dass man auf höchstem Standard arbeitet, unter dem höchsten Druck, manchmal auch unter den Buhrufen der eigenen Fans. Im Endeffekt wollen die ja nur das Beste für Real Madrid. Oder man erhebt sich. Man denkt sich, ich zeige diesem Stadion, wer ich bin. Ich zeige diesem Stadion, was für einen Fußball ich spielen kann. Und das hat Aurelien Tchouaméni seit diesen Buhrufen gemacht. Also, Aurelien Tchouaméni hat perfekt reagiert. Und ich möchte ihn auch ein bisschen in Schutz nehmen, was er sagt. Da hat er recht. Er musste letzte Saison sehr, sehr oft als Innenverteidiger aushelfen und das ist nicht seine Position. Er ist nun mal Sechser, da kann er seinen besten Fußball zeigen und das macht er seit 1,5 Jahren, ist ein unverzichtbarer Ankerpunkt von Real Madrid, von Xabi Alonso. Ja, ein Spieler, der wohl auch gerne ein Ankerpunkt vom Fußball von Xabi Alonso wäre, aber das zurzeit nicht ist Endrick. Was mit Endrick los ist, das wissen wir alle. Sollte er sich jetzt nicht verletzen und sollten sich die anderen Stürmer auch nicht verletzen. Das sind nämlich die einzigen Punkte, warum Real Madrid und Olympique Lyon noch nicht unterschrieben haben, wird Endrick bei Lyon die zweite Hälfte dieser Saison spielen. Aber Real Madrid möchte sich schützen, denn ein Endrick soll nicht bei Lyon auch die ganze Saison auf der Bank sitzen. Ich glaube, die Gefahr ist nicht so groß wie bei Real Madrid. Da ist kein Kylian Mbappé vor seiner Nase. Aber Real Madrid hat sich da etwas einfallen lassen. Was das ist, hat Mario Cortegana für uns herausgefunden. Was gibt es Neues zu Endrick? Mein Kollege Mario Cortegana berichtete, dass Lyon im fortgeschrittenen Gesprächen über ein Leihgeschäft mit Endrick ab Januar ist. Wobei Madrid voraussichtlich einen Teil des restlichen Gehalts des Stürmers für die Saison übernehmen wird.
Laut einer mit den Verhandlungen vertrauten Quelle wird die Vereinbarung eine Klausel enthalten, wonach Lyon eine Gebühr an Real Madrid zahlen muss, falls Endrick eine bestimmte Anzahl von Spielen für die Franzosen nicht bestreitet. Real Madrid und Lyon wurden um eine Stellungnahme gebeten. Also mal schauen, ob sich die Vereine dazu äußern. Aber Real Madrid macht das clever. Die sagen Lyon, okay, wir leihen euch Endrick aus, aber wenn der auf der Ersatzbank sitzt, das kann der auch bei uns im Bernabeu machen, da geht's dem gut. Also wenn er zu euch verliehen wird, dann muss er auch eine bestimmte Anzahl an Spielen erreichen. Ich glaube nicht, dass Lyon irgendein Problem mit dieser Klausel haben, denn die möchten, dass er von Anfang an ihr neuer Starspieler wird, ihr Starstürmer. Und ich bin immer noch der Meinung, diese Leihe wird Endrick helfen. Er braucht Minuten. In diesem Alter musst du Fußball spielen. Ja. Ich drücke ihm natürlich die Daumen, dass er sich super entwickelt und nächstes Jahr mit Kylian Mbappé vielleicht zusammen die Tore der spanischen Liga zerschießt. Ja, und dann kommen wir zum letzten großen Thema. Das Santiago Bernabéu hat die NFL aufgenommen und hat sich das Ganze auch für Madrid gelohnt. Imagemäßig auf jeden Fall. Wir haben gestern gehört, was der Commissioner gesagt hat, dass das Bernabéu vielleicht das beste Stadion der Welt ist. Und das sagt ja der Commissioner der NFL, der in jedem großen Stadion der NFL schon unterwegs war. Also der Mann weiß, wovon der redet. Ja, und Real Madrid hat aber nicht nur einen Imagegewinn gemacht. Real Madrid hat auch eine ganze Menge mit Ticketverkäufen generiert, das könnt ihr euch auch vorstellen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass die ganzen Zuschauer aus Amerika, der größte Teil kam aus den USA, natürlich auch ein paar Souvenirs aus dem Real Madrid Shop wahrscheinlich mit eingekauft haben, stelle ich mir so vor. Wenn man schon mal da ist, dann nimmt man sich auch ein Madrid-Trikot mit, also glaube ich einfach mal. Ja, aber Real Madrid hat auch Miete bekommen von der NFL. Das Ganze hat Ramon Álvarez de Mon gestern in seinem YouTube-Video gesagt. Und zwar, Real Madrid hat 10 Millionen Euro Miete von der NFL erhalten. 10 Millionen Euro. Ja, und wenn wir schon mal bei dem Thema sind, Spanien ist so ein Land, sobald Real Madrid irgendwo involviert ist, gibt es immer wieder die Hater, die Kritik suchen. Und Ayuso wurde stellvertretend dafür kritisiert, dass Madrid, die Stadt, über 3 Millionen Euro, ich glaube, das nehme ich jetzt aus dem Stegreif, können auch 13 gewesen sein, aber ich glaube, es waren 3 Millionen Euro, in die Hand genommen hat, um Werbung für dieses NFL-Spiel zu machen. Es wurde gesagt, die helfen Real Madrid damit, mit diesen über 3 Millionen Euro Werbung. Ja, und jetzt inzwischen sind so die ersten Zahlen bekannt geworden, was dieses Spiel der Stadt Madrid gebracht hat. Ja, dazu hat der Marca einen riesen Artikel gemacht. Macht euch keine Sorge, den lese ich euch nicht komplett vor. Ihr könnt euch selber auf Marca durchklicken, dann werdet ihr den finden. Aber den ersten Abschnitt, den lese ich euch vor. Alleine, um zu hören, was die Hater sagen. Spanien war am Sonntag, dem 16. Juni, Gastgeber seines ersten NFL-Spiels zwischen den Miami Dolphins und den Washington Commanders im Bernabeu-Stadion. Die Ergebnisse waren hinsichtlich Medien, Publikum und Wirtschaft hervorragend. Erste Schätzungen zufolge generierte die Veranstaltung in der Hauptstadt einen wirtschaftlichen Effekt von 150 Millionen Euro. Wobei die Hotelauslastung in der gesamten Region 90% erreichte. Danach geht der Artikel noch weiter. Die Gastronomen haben über 24 Millionen Euro Umsatz etc. gemacht. Natürlich war das für die Stadt Madrid nicht nur ein Imagegewinn, sondern auch ein finanzieller Gewinn. Die Hoteliers, die Geschäfte, die Bars, alle haben ihr Geld verdient. Und dieses Geld wird natürlich über Steuern wieder nach Madrid fließen, so ist das. Und ja, die Leute, die Geld verdienen, können auch wieder Geld in Madrid ausgeben. So funktioniert Wirtschaft. Und wenn Madrid, selbst wenn sie 13 Millionen investiert hätten und ich mich jetzt in der Zahl vertan habe, ich glaube aber es waren 3,3 oder irgendwie sowas, haben die das Ganze mehrfach wieder eingenommen. Also, macht euch keine Sorgen, Ayuso etc., die sind keine Madrid-Fans. Wie jeder Politiker schauen die erstmal nach ihrem eigenen Arsch. Ja, das war die Aktualität heute rund um Real Madrid. Ich hoffe, dir haben diese Infos gefallen. Wenn ja, dann unterstützt dieses Video doch bitte mit einem Like und einem Kommentar. Wenn du das Video noch teilen könntest, wäre ich dir sehr, sehr dankbar. Hypen. Und wer noch kein Follow da gelassen hat, bitte mach das. Wir sind auf der unglaublichen Jagd nach 20.000. Es würde mich unglaublich freuen, wenn wir das schaffen. Und wie gesagt, wenn du möchtest, dass es heute ein Watch-Along gibt, dann lass das in den Kommentaren. Bis morgen.